Der Wind kam vom Meer, kalt und salzig, selbst higher oben auf dem Hügel über dem Lager. Die Banner des Grafen Ulrich von Dornheim flatterten schwer im Dunkel, als wollten sie sich nicht mehr halten lassen. Fackeln brannten, aber ihr Licht reichte nicht weit. Es war eine Nacht, in der selbst Feuer vorsichtig schien. Johannes Falkenried wartete vor dem größten Zelt. Seine Handschuhe hielt unter den Arm geklemmt, als war es eine unbewusste Geste des Respekts oder der Unterwerfung. War ein Ritter, ein ausgebildeter Bote des Grafen. Doch in dieser Nacht fühlte sich weniger wie ein Krieger und mehr wie ein Überbringer von Dingen, die man besser nicht aussprach. Der Wachmann hob die Pläne. Der Graf erwartet Juch. Johannes trat ein. Im Inneren des Zeltes war es warm, fast unangenehm warm. Ein Tisch aus grobem Holz stand in der Mitte, darauf Kerzen, ein Becher Wein und etwas, das Johannes sofort auffiel. Es war kein Pergament. Graf Ulrich stand über den Tisch gebeugt. Sein Gesicht war scharf geschnitten. Das graue Haar kurz, der Blick ruhig wie gefrorenes Wasser. Sprach nicht sofort. Stattdessen legte langsam seine Hand auf das Objekt. Es war eine Karte aus Tierhaut, roh dick an den Rändern ungleichmäßig geschnitten. Man konnte noch die Poren erkennen. Johannes trat nachher, und starrte. Auf der Haut waren Küstenlinien eingeritzt, Fjorde, Flüsse, kleine Symbole für Siedlungen. Aber es waren nicht diese Linien, die seinen Atem stocken ließen. Es waren die Zeichen, Dutzende rote Kreuz, tief in die Haut geschnitten, als waren sie nicht gemalt, sondern verwundet worden. Graf Ulrich hob den Blick. Ihr kennt diese Küste, sagte ruhig. Es war keine Frage. Johannes nickte langsam. Ja, Herr, gut. Der Graf zog mit dem Finger eine Linie nach Norden. Unsere Heere werden in 3 Tagen hier stehen. Du wirst vorreiten, Nachrichten überbringen, Wege prüfen. Johannes wollte antworten, doch sein Blick blieb an einem bestimmten Kreuz hängen. Ein kleines Zeichen, kaum größer als eine Münze. Ein Dorf am Fjord. Ihr Dorf, der Ort, an dem Alina Björnsdatter lebte, sein Verlobte, seine Erinnerung. Herr, begann Johannes vorsichtig, was bedeuten diese Zeichen? Graf Ulrich schwieg einen Moment. Dann nahm ein Messer vom Tisch, kein Prunkstück, sondern ein schlichtes Werkzeug, und stieß die Spitze leicht in eines der Kreuz. Diese Orte, sagte leise, werden nicht erobert. Johannes spürte, wie sich sein Magen zusammenzog. Sie werden. Der Graf suchte nicht nach Worten. Aus der Erinnerung geschnitten. Kein Schrei, kein Befehl zum Toten, nur dieser Satz. Johannes verstand sofort, was ihn so sehr erschreckte. Es gab keinen schriftlichen Befehl, keine Urkunde, kein Siegel, nichts, was später jemand finden konnte. Du wirst diese Karte tragen, sagte Graf Ulrich und rollte die Haut langsam zusammen. Niemand außer dir und mir kennt sie. Reichte sie Johannes. Die Haut war schwer, warm, fast lebendig. Verliere sie nicht. Johannes nahm sie mit beiden Händen entgegen. Spürte das Kreuz unter seinen Fingern genau dort, wo das Dorf lag. Alinas Dorf. Wollte etwas sagen, fragen, protestieren. Doch im Mittelalter war Schweigen oft klüger als Wahrheit. Jawohl, Herr, sagte schließlich. Als Johannes das Zelt verließ, hatte der Wind aufgefrischt. Schnee lag in der Luft. Das Lager war ruhig, aber diese Ruhe war nicht friedlich. Sie war angespannt, wie der Atem vor einem Schlag.
Ging zu seinem Pferd, loste die Satteltasche und schob die Karte hinein. Doch selbst dort fühlte sie sich fehl am Platz an. Als gehöre sie nicht in diese Welt. Johannes blieb stehen und blickte nach Norden. Sah die Küste vor sich. Die Holzhäuser, die kleine Kirche, Alina wie sie am Wasser stand, die Haare vom Wind zerzaust. Sie hatte Eichen einmal gefragt, halb im Scherz, halb im Ernst, wenn deine Herren kommen, wirst du mit ihnen kommen oder vor ihnen? Damals hatte gelächelt, jetzt wusste keine Antwort mehr. Griff in die Tasche und zog die Hautkarte noch einmal hervor. Im Fackellicht sahen die Kreuze dunkler aus, fast schwarz. Johannes sahelte sie, mehr als gedacht hatte, und zum ersten Mal seit Beginn des Feldzugs begriff dass dieser Krieg nicht nur mit Schwertern geführt wurde, sondern mit Zeichen, mit Schweigen, mit Dingen, die man später nicht mehr beweisen konnte. Rollte die Karte zusammen. Nicht alle Karten, murmelte leise, wurden auf Pergament gezeichnet. Über dem Lager zog eine Wolke vor den Mond. Der Norden lag im Dunkel, und irgendwo dort wartete ein Dorf, das bereits markiert war. Johannes Falkenried ritt vor Sonnenaufgang. Hinter ihm versank das Lager des Grafen im Nebel. Das Klirren von Metall verlor sich, als wolle selbst das Heer nicht mehr gehört werden. Der Weg führte bergab, schmal und gefroren, hinunter zur Küste, wo die Dörfer wie festgenagelt an Fels und Wasser klebten. In der Satteltasche lag die Hautkarte. Sie wog schwerer als sein Schwert. Johannes musste sie nicht hervorholen, zu wissen, dass die Zeichen noch da waren. Kreuze verschwanden nicht, nur weil man sie nicht ansah. Der Wind vom Meer trug Salz und den Geruch von Tang. Dieser Geruch zog einen zurück in eine Zeit, in der dieser Weg noch keine Hufspuren trug, in Jahre, in denen den Norden nicht als Ritter betreten hatte, sondern als Befand eines Friedens. Damals war Johannes jung gewesen. Hatte keinen Panzer getragen, keine Befehle überbracht. Hatte noch geglaubt, dass Worte machtiger seien als Zeichen. Und dort hatte Alina Björnsdatter kennengelernt. Alina stand oft am Fjord, wenn der Morgen noch grau war und der Nebel das Wasser bedeckte. Sie war die Tochter des Dorfarztes, vertraut mit Krautern, Salben und Wunden, lange bevor sie lesen konnte. Als Johannes sie das erste Mal sah, blickte sie nicht an wie einen Fremden, sondern wie jemanden, dessen Bedeutung man erst noch herausfinden musste. Du sprichst die Sprache des Windes, hatte sie gesagt, als Johannes sich an den Lauten des Nordens versuchte. Sie lehrte ihre Worte, brachte die Schrift bei. An Winterabenden saßen sie im Haus ihres Vaters. Das Feuer warf zitternde Schatten an die Wände, und Alina erzählte von alten Brauchen, von Orten, deren Namen man nicht laut aussprach, weil selbst ein Name Unheil herbeirufen konnte. Johannes hatte gelächelt. Damals, der Weg öffnete sich zu einem Tal. Erste Spuren des Feldzugs zeigten sich. Umgestürzte Wegzeichen, leere Speicher, ein Fischerboot, umgedreht am Ufer, keine Leichen, keine Flammen, nur Abwesenheit. An einer Wegbeigung traf Johannes auf Bauern aus dem Norden. Sie sahen seine Rüstung, senkten die Köpfe. Niemand bat Gnade, niemand widersprach. Ein alter Mann mit weißem Bart sagte leise, kommt früher, als wir gehofft haben. Johannes stellte keine Fragen. Ritt weiter. Zur Mittagszeit zog die Hautkarte aus der Tasche.
Der Wind spannte das raue Material, ließ die eingeritzten Linien deutlich hervortreten. Fjorde, Flüsse, kleine Zeichen für Kirchen und Siedlungen. Dann sah die Kreuz. Nicht eines, mehrere, sie lagen nicht zufällig, sie bildeten eine Spur, einen Bogen entlang der Küste. Johannes spürte, wie sich etwas in ihm zusammenzog. Das waren keine einzelnen Säle, das war ein Landstrich, der verschwinden sollte. Rollte die Karte hastig zusammen. In seinem Kopf hallte die Stimme des Grafen Ulrich. Nach dem Durchzug darf dort kein Feuer mehr brennen. Kein Blut, keine Schreie, nur Dunkelheit. Am Abend erreichte Johannes das Dorf am Fjord. Rauch stieg gerade aus den Schornsteinen, ein Zeichen ruhiger Luft. Die Holzkirche stand unversehrt, die Glocke schwieg, keine Kinder spielten auf dem Steg. Alina stand vor dem Haus ihres Vaters. Sie lief nicht auf ihn zu. Sie weinte nicht. Sie sah ihn nur an, lange genug, zu verstehen. Du bist zurückgekommen, sagte sie, aber nicht als Gast. Johannes nahm den Helm ab, die Kälte biss in sein Gesicht. Ich reite voraus, antwortete und wusste, wie leer diese Worte klangen. Alinas Blick glitt zu seinem Pferd, dann zur Satteltasche. Blieb dort hangen, einen Augenblick zu lang. Was tragst du bei dir? Fragte sie. Johannes schwieg. Die Wellen schlugen gegen den Fels, gleichmäßig, unerbittlich. Schließlich sagte Zeichen. Alina schloss kurz die Augen. Als sie weiter öffnete, lag darin keine Überraschung mehr. Mein Vater sagte immer, entgegnete sie ruhig, das Machtige nicht töten müssen. Es genügt, wenn sie verhindern, dass jemand sich erinnert. Johannes spürte, wie ihm die Kehle trocken wurde. Alina, wenn es eine Nacht gibt, wenn die Menschen gehen mussten. Sie hob die Hand. Bist du gekommen, zu warnen? Fragte sie. Oder dich an deine Schuld zu gewöhnen. Johannes fand keine Antwort. Die Nacht kam schnell. Johannes schlief im Haus des Arztes. Doch der Schlaf blieb fern. In der Dunkelheit sah immer wieder die roten Kreuze, als seien sie in sein Leider gebrannt. Wusste nun, der Feldzug hatte hier noch nicht begonnen, aber das Urteil war längst gesprochen. Und der Trager der Karte, war Teil dieses Urteils. Draußen atmete das Meer gleichmäßig. Im Dorf wurde kein weiteres Feuer entzündet, als hatten alle verstanden, dass man sich auf etwas vorbereitete, das man nicht bekämpfen konnte. Auf das Verschwinden. Der Morgen kam ohne Licht. Ein grauer Himmel hing tief über dem Fjord. Als Johannes Falkenried das Dorf verließ, ritt allein, so wie es befohlen war. Hinter ihm lag der Ort, den kannte, und der nun so still war, als hatte man ihm bereits den Namen genommen. Aus den Häusern stieg kein Rauch mehr auf, nicht, weil niemand lebte, sondern weil niemand wusste, ob man gesehen werden durfte. Johannes hielt nicht an. Wusste, dass jedes Sogern Fragen aufwarf. Und Fragen waren im Feldzug gefährlicher als Lügen. Der Weg führte entlang der Küste, vorbei an kleinen Siedlungen, die sich kaum voneinander unterschieden. Holzhäuser, eine Kirche, ein Bootsteg, doch Johannes erkannte bald ein Muster. Bei manchen Dörfern standen Wachposten des Grafen, bei anderen nicht. Bei manchen wurde Brot verteilt, Salz gemessen, Namen notiert. Bei anderen wurde nichts notiert. Diese Orte lagen still da, wie ausgelassene Worte in einem Gebet. Am Mittag erreichte Johannes den ersten Sammelpunkt des Heeres.
Zelte waren errichtet worden, Banner flatterten, Pferde scharten. Soldaten aßen, lachten, prüften ihre Waffen. Es sah aus wie jedes andere Lager. Doch Johannes bemerkte die Listen. Ein Schreiber saß an einem Tisch, Feder in der Hand, und trug Dorfer in ein dickes Buch ein. Abgeben. Männer im wehrfähigen Alter, Bestand. Johannes trat nahe, und diese Orte. Fragte und deutete auf eine Stelle der Karte, die nur im Kopf trug. Der Schreiber blickte kurz auf. Dann senkte die Stimme. Diese wurden nicht geführt. Warum? Der Mann zuckte mit den Schultern. Befehl. Kein Siegel, kein Name. Johannes ging weiter. Am Nachmittag setzte sich der Zug in Bewegung. Reiter voraus, Fußsoldaten dahinter, Wagen mit Vorraten. Die Dörfer entlang des Weges reagierten unterschiedlich. Manche öffneten die Tore, stellten Wasser bereit, senkten die Köpfe, andere blieben verschlossen. Doch Johannes bemerkte etwas Entscheidendes. Dort, wo kein Kreuz war, blieb etwas zurück, ein Wächter, ein Zeichen, ein Name im Buch. Dort, wo ein Kreuz war, blieb nichts, kein Banner, kein Wehrmerk, nicht einmal ein Fluch. Es war, als habe der Graf beschlossen, diese Orte nicht zu beherrschen, sondern zu übergehen, so vollständig. Das sei mit der Zeit von selbst verschwanden. Am Abend ritt Johannes an der Seite eines Hauptmanns, eines Mannes namens Dietmar von Hohenfels. War alter, trug Narben aus früheren Feldzügen und sprach wenig. Reitet oft voraus, sagte Dietmar schließlich, das ist mein Auftrag. Dietmar nickte, dann sagte lese, ihr solltet lernen, nicht alles zu sehen. Johannes blickte ihn an, was meint ihr? Der Hauptmann sah nach vorn, wo der Zug sich wie ein dunkles Band durch das Land zog. Es gibt Befehle, die werden nicht ausgesprochen. Wer sei erkannt, hat die Wahl, blind bleiben oder schuldig. Johannes schwieg, Dietmar fuhr fort. Die Dörfer ohne Eintrag, sie werden nicht geplündert, nicht verbrannt, nicht geschlachtet. Und was dann? Fragte Johannes. Dietmar antwortete nicht sofort. Dann, sagte schließlich, werden sie vergessen. In der Nacht lagerte das Heer nahe eines Fjords. Johannes saß allein am Rand des Feuers. Die Hautkarte lag, zusammengerollt in seiner Tasche. Hatte sie seit dem Morgen nicht mehr angerührt. Doch spürte sie bei jeder Bewegung. Ein junger Soldat setzte sich neben ihr hin. Wart schon einmal hier, nicht wahr? Johannes nickte. Schönes Land, sagte der Soldat. Schade darum. Johannes sah ihn an. Warum? Der Soldat grinste unsicher. Man sagt, der Graf will hier Ordnung schaffen. Ordnung kostet manchmal Orte. Johannes wandte den Blick ab. Spät in der Nacht öffnet die Tasche. Zog die Hautkarte hervor und breitete sie im schwachen Licht aus. Die Kreuze schimmerten dunkel, fast schwarz. Legte den Finger auf eines nach dem anderen. Jedes stand für ein Dorf, für Menschen, für Namen, die niemand mehr aussprechen würde. Erinnerte sich an Alinas Worte. Mächtige müssen nicht töten. Sie müssen nur verhindern, dass jemand sich erinnert. Johannes begriff nun die Größe des Plans. Kein Massaker, das Chronisten festhielten. Kein Aufstand, der leider gebar. Nur ein langsames Ersticken. Am nächsten Morgen kam der Befehl. Johannes sollte erneut vorausreiten. Nicht zum Dorf Alinas, noch nicht zu einem anderen Ort mit einem Kreuz. Ihr kennt den Weg, sagte Graf Ulrich, ohne aufzusehen, und ihr wisst, was zu tun ist. Johannes verneigte sich,
Als sich umdrehte, fragte leise, Herr, und wenn die Menschen bleiben? Graf Ulrich hob den Blick, dann, sagte ruhig, waren sie nahe dort. Johannes ritt los. Hinter ihm setzte sich das Heer in Bewegung. Vor ihm lag ein Dorf, das bald keinen Namen mehr tragen würde, und mit jedem Hufschlag wusste Johannes, dass es nicht mehr darum ging, ob Teil dieses Feldzugs war, sondern wie lange es noch ertragen konnte, die Kreuze zu tragen, ohne selbst eines zu werden. Der Morgen roch nach Frost und nassem Leder. Johannes Falkenried ritt vor dem Zug, wie befohlen. Kein Banner vor ihm, kein Hornruf, nur das gedampfte Schnauben seines Pferdes und das ferne Gerausch des Heeres, das sich in Bewegung setzte, ohne Eile, ohne Hast. Als wusste jeder, dass seit hier kein Gegner war. Der Weg führte in ein Seitental, schmal und steinig, ein Ort, den man leicht übersehen konnte. Genau deshalb war gewählt worden. Johannes kannte diese Wege nicht, aber die Hautkarte kannte sie. Hatte sie in der Nacht studiert, nicht aus Neugier, sondern aus Furcht. Die Kreuze lagen wie Narben auf der Haut. Hatte versucht, sich jedes einzuprägen, als konnte sie dadurch von sich fernhalten. Als die Sonne über den Grat kroch, sah das Dorf. Es lag tiefer als die meisten, geschützt durch Felsen und Birken. Rauch stieg aus zwei Kaminen. Ein Hund bellte, verstummte weiter. Keine Wachen, keine Barrikaden. Ein Dorf, das nicht wusste, dass es bereits ausgewählt war. Johannes hielt an. Hinter ihm schlossen die ersten Reiter auf. Einer von ihnen, ein Unteroffizier, fragte, ist das der Ort? Johannes nickte. Dann warten wir hier, sagte der Mann. Der Hauptmann kommt nach. Johannes stieg ab. Seine Beine fühlten sich schwer an, als hatten sie den Entschluss längst gefasst, den sein Kopf noch verweigerte. Dietmar von Hohenfels traf kurz darauf ein. Musterte das Dorf, ohne lange hinzusehen. Ihr kennt die Menschen hier? Fragte. Nein, antwortete Johannes. Es war die Wahrheit und doch eine Lüge. Kannte diese Art von Menschen. Dörfer wie dieses unterschieden sich nur im Namen. Dietmar nickte. Gut. Gab keine weiteren Befehle. Stattdessen ließ warten. Seit verging. Soldaten saßen ab, tranken Wasser, überprüften Riemen. Niemand sprach von Angriff. Niemand sprach von Feuer. Johannes begriff. Das war kein Überfall. Es war etwas anderes, als die Sonne höher stand. Kam Graf Ulrich. Ritt allein bis an den Rand des Dorfes. Sein Blick glitt über die Häuser, den Brunnen, den kleinen Holzschrein am Weg. Wirkte nicht angespannt, nicht grausam, sachlich. Habt den Weg gefunden, sagte zu Johannes. Ja, Herr. Graf Ulrich sah ihn einen Moment lang an. Dann deutete mit dem Kinn auf das Dorf. Geht hinein. Johannes spürte, wie sein Herz schneller schlug. Allein, allein, ein kurzer Befehl, kein Zusatz. Was soll ich? Der Graf hob die Hand. Es gibt Dinge, Falkenried, die werden nicht befohlen, sie werden verstanden. Johannes schweig. Geht hinein, fuhr Graf Ulrich fort. Seht euch sprecht, wenn es nötig ist. Kehrt zurück. Johannes verneigte sich und ging. Das Dorf wirkte kleiner, als es vom Hügel aus gesehen hatte. Die Menschen blickten auf, als kam. Ein Mann mit einer Axt, eine Frau mit einem Kind auf dem Arm, ein alter Fischer, der am Netz arbeitete. Niemand floh. Ein Mann trat vor, offenbar der Älteste. Seid der Erste,
sagte ruhig. Johannes nickte. Ja, dann seid ihr nicht gekommen, zu handeln, sagte der Mann, sondern zu sehen. Johannes wusste nicht, was antworten sollte. Ging durch das Dorf, sah in Gesichter, hörte Stimmen. Jemand bot eichem Wasser an. Eine Frau bekreuzigte sich, als vorbeiging. Kein Hass, keine Bitte, nur Erwartung. Am Rand des Dorfes stand ein kleines Kreuz aus Treibholz. Johannes blieb davor stehen. Wusste nicht warum, aber wusste, dass es wichtig war. Kehrte Als zurückkam, warteten Graf Ulrich und Dietmar. Nun, fragte der Graf. Johannes atmete tief ein. Sie werden nicht kämpfen. Graf Ulrich nickte. Das habe ich nicht erwartet. Sie würden auch nicht fliehen, fuhr Johannes fort. Nicht ohne Grund. Gut, sagte der Graf. Dieses eine Wort traf Johannes harter als jeder Befehl. Herr, begann was geschieht nun? Graf Ulrich sah ihn lange an. Dann sprach leise, nun werden wir weiterziehen. Johannes starrte ihn an, und das Dorf bleibt, sagte der Graf, für eine Weile. Dietmar mischte sich ein, keine Abgaben, keine Einträge, keine Wachen. Johannes verstand, sie werden verhungern, sagte leise, oder fortgehen. Graf Ulrichs Blick blieb ruhig, oder beides. Der Zug setzte sich weiter in Bewegung. Johannes ritt neben Dietmar. Keiner sprach. Nach einer Weile sagte Johannes, ihr habt gewusst, was geschehen würde. Dietmar nickte. Natürlich. Warum habt ihr es mir nicht gesagt? Dietmar sah ihn an, weil ihr sonst hattet entscheiden müssen. Johannes schluckte. Und jetzt habt ihr entschieden, antwortete Dietmar. Ihr seid hineingeritten, ihr seid zurückgekommen, das genügt. Johannes blickte zurück, das Dorf lag still da. Rauch stieg noch immer auf, für heute. Am Abend schlugen sie Lager auf, Johannes saß abseits, die Hautkarte vor sich. Nahm das Messer, das immer bei sich trug. Seine Hand zitterte nicht. Setzte die Klinge an eines der Kreuze. Nicht an das von Alinas Dorf, an ein anderes. Schnitt es aus der Haut heraus. Ein kleines Stück. Unscheinbar. Die Karte war nun beschädigt. Johannes wusste, dass es nichts änderte. Es gab Kopien, Erinnerungen, Befehle, die nicht geschrieben wurden. Aber als das Stück in der Hand hielt, wusste zum ersten Mal hatte etwas getan, das nicht befohlen war. Hinter ihm rauschte das Meer, vor ihm lag der nächste Weg, und irgendwo, weiter nördlich, wartete das Dorf mit dem Kreuz, das nicht hatte herausschneiden können, noch nicht. Der Weg nach Norden wurde schmaler. Die Felsen rückten nahe zusammen, als wollten sie den Zug beobachten. Das Meer lag grau und reglos da, ein Spiegel ohne Himmel. Johannes Falkenried riet wieder voraus. Nicht, weil befohlen worden war, sondern weil niemand sonst diesen Weg gehen wollte. Wusste, wohin fuhrte. In seiner Tasche lag die Hautkarte, nun verletzt, mit einer Lücke dort, wo ein Kreuz herausgeschnitten worden war. Doch Johannes spürte es noch immer. Man konnte ein Zeichen entfernen. Nicht aber das Wissen darum. Als der Fjord sich öffnete, sah das Dorf, Alinas Dorf. Es lag so da wie in seiner Erinnerung. Die Holzhäuser dicht am Wasser, der kleine Steg, die Kirche mit dem schiefen Dachreiter. Rauch stieg aus mehreren Kammern, zuweilen Rauch für ein Dorf, das nichts ahnte, zu wenig für eines, das sich vorbereitete. Johannes heilt an. Hinter ihm kam der Zug zum Stillstand. Kein Horn,
kein Ruf, nur das leise Scharren der Pferde. Dietmar ritt neben ihn, hier also, sagte Johannes nickte. Dietmar sah ihn an, dies ist kein Ort für Vorreiter. Ich weiß, antwortete Johannes, und dennoch seid ihr es. Johannes sagte nichts, ritt weiter, die Menschen sahen ihn kommen. Einige erkannten ihn, andere sahen nur die Rüstung. Niemand lief davon, niemand jubelte, die Stille war schwer, wie nasser Schnee. Alina stand vor dem Haus ihres Vaters. Sie hatte sich nicht versteckt. Johannes stieg ab. Jeder Schritt auf dem gefrorenen Boden klang lauter, als sollte. Nahm den Helm ab, ließ ihn fallen, als hatte keine Kraft mehr, ihn zu halten. Du bist nicht allein, sagte Alina. Nein, und du bist nicht zufällig hier. Nein, zwischen ihnen lag ein Schweigen, das mehr sagte als jedes Wort. Sind wir an der Reihe? Fragte sie schließlich. Johannes schloss kurz die Augen. Euer Dorf ist verzeichnet. Alina atmete langsam aus. Sie nickte, als habe sie diese Antwort erwartet. Dann ist es also wahr, sagte sie, die Kreuz. Johannes sah sie an, du weißt davon, nicht von Karten, erwiderte sie, aber von Zeichen, von Dörfern, die nicht mehr genannt werden, von Menschen, die plötzlich niemand mehr sucht. Sie trat nahe, sag mir eines, fuhr sie fort, wirst du uns führen, oder wirst du uns warnen? Johannes spürte, wie sich etwas in ihm zusammenzog, wenn ich warn, sagte leise, verrate ich meinen Herrn. Und wenn du schweigst, entgegnete Alina, verratst du uns. Sie gingen gemeinsam zum Haus des Arztes. Drinnen war es warm. Alinas Vater saß am Tisch, band Krauter. Blickte auf, als Johannes eintrat. Du tragst ein Schwert, sagte ruhig. Früher trugst du Bücher. Johannes senkte den Blick. Ich trage beides noch. Der Alte nickte. Dann weißt du, was Worte kosten können. Sie setzten sich. Johannes erzählte nicht alles, aber genug. Von Einträgen, von Abgaben, die nie erhoben wurden. Von Dörfern, die man einfach weitersehen ließ. Man lasst uns also sterben, ohne uns zu töten, sagte der Alte. Ja, antwortete Johannes. Alina legte die Hand auf den Tisch. Wann? Johannes suggerte, nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber bald. Der Alte schloss die Augen. Dann bleibt wenig Zeit. In der Nacht traf sich der Dorfkreis, keine Waffen, keine Pläne für Widerstand, nur Entscheidungen. Einige wollten fliehen, andere bleiben. Wohin? Fragte jemand. Die Wälder sind kalt, die Berge gnadenlos. Und hier? Fragte eine Frau. Hier werden wir vergessen. Johannes stand am Rand. Niemand beschuldigt ihn. Niemand bat ihn Schutz. Alina trat zu ihm. Wenn sie gehen, sagte sie, werden sie Spuren hinterlassen. Fußabdrücke, Boote, Rauch. Ich weiß, wenn sie bleiben, fuhr sie fort, werden sie still sein müssen, unsichtbar. Johannes sah sie an, das wird sie töten. Langsam, sagte Alina, so wie ihr es geplant habt. Spät in der Nacht gingen Johannes und Alina zum Steg. Das Wasser war dunkel, der Mond spiegelte sich kaum. Du hattest fortgehen können, sagte Alina. Schon früher. Ich weiß, warum bist du geblieben? Johannes antwortete nicht sofort, weil ich dachte, dass man Teil von etwas sein muss, es zu ändern. Alina lächelte traurig, und nun weiß ich nicht mehr, ob man etwas ändern kann, ohne selbst verloren zu gehen. Alina nahm seine Hand.
Dan Entscheide was von dir bleiben soll. Am Morgen kam der Befehl, der Zug sollte weiterziehen, kein Aufenthalt, keine Abgaben, keine Einträge. Dietmar riet zu Johannes. Der Graf fragt nicht, sagte er erwartet nur. Johannes nickte. Ging noch einmal durch das Dorf, sah in Gesichter, merkte sich Namen. Als zu Alina kam, hielt sie etwas hin, ein kleines Holzstück, mit einem eingeritzten Zeichen, das alte Symbol des Dorfes. Wenn jemand unseren Namen spricht, sagte sie, dann trag wenigstens das. Johannes nahm es, als der Zug sich in Bewegung setzte, blieb das Dorf zurück. Kein Feuer wurde gelöscht, keines entzündet. Johannes ritt voraus. Hinter ihm begann das Vergessen. Und wusste, was hier geschehen war, wurde schwerer auf ihm lasten als jedes Blut, das je hatte vergessen können. Die Nacht senkte sich lautlos über das Lager, kein Wind, kein Gesang, nur das leise Knacken von Holz im Feuer und das entfernte Rauschen des Meeres. Johannes Falkenried saß abseits, das kleine Holzzeichen aus Alinas Dorf in der Hand. Drehte es zwischen den Fingern, als könne darin eine Antwort finden. Doch Holz sprach nicht, es erinnerte nur. Hinter ihm bewegte sich jemand. Ihr schlaft nicht, sagte Dietmar. Nein. Dietmar setzte sich neben ihn. Beide sahen ins Feuer, ohne einander anzusehen. Morgen, begann Dietmar nach einer Weile, werden wir weiterziehen. Der Graf will vor Sonnenaufgang aufbrechen. Johannes nickte. Ich weiß. Danach fuhr Dietmar fort. Wird niemand mehr nach diesem Fjord fragen. Johannes schloss kurz die Augen. Und wenn doch, Dietmar lächelte müde, dann gibt es keine Einträge, keine Abgaben, keine Zeugen, nur Gerüchte. Johannes sah ihn an. Du sprichst, als sei es bereits geschehen. Dietmar begegnete seinem Blick ruhig. In Wahrheit ist es das auch. Später ging Johannes durch das Lager. Hörte Stimmen, Lachen, Würfel fielen, Männer, die morgen weitersehen würden, als hatten sie heute nichts entschieden. Niemand sprach vom Dorf, niemand musste es. Johannes blieb vor dem Zelt des Grafen stehen. Das Licht darin brannte noch. Wusste, dass eintreten konnte. Wusste auch, was es kosten würde. Nach einem Moment ging weiter. Verließ das Lager. Der Weg zum Fjord war dunkel, aber kannte an. Ging ohne Fackel. Als das Dorf erreichte, war alles stiller als zuvor. Kein Rausch, kein Hund. Alina wartete am Steg. Du bist gekommen, sagte sie leise. Ja, dann ist es also so weit. Johannes trat neben sie. Noch nicht, aber bald. Sie sah ihn an. Sag mir die Wahrheit. Johannes atmete tief ein. Wenn wir morgen aufbrechen, wird niemand zurückkehren. Kein Soldat, kein Schreiber, kein Priester. Alina nickte langsam. Dann bleibt uns diese Nacht. Sie gingen durch das Dorf. Menschen saßen in ihren Häusern, leise wach. Niemand schlief. Johannes spürte ihre Blicke, ohne sie zu sehen. Sie wissen es, sagte Ja, antwortete Alina, aber Wissen ist leichter zu ertragen als Hoffnung. Sie blieben vor der Kirche stehen. Das Holz war alt, rissig. Johannes erinnerte sich an die Messe, an den Geruch von Wachs. Hier, sagte Alina, werden wir morgen entscheiden. Was? Ob wir bleiben oder gehen. Johannes sah sie an. Das ist keine Entscheidung. Doch, entgegnete sie ruhig, es ist die letzte, die uns gehört. In der Kirche brannten Kerzen. Der alte Arzt saß vorne.
die Hande gefaltet. Als Johannes eintrat, hob sich, du tragst die Nacht mit dir, sagte er. Johannes antwortete nicht. Wir haben gesprochen, fuhr der Alte fort. Einige würden gehen, noch vor dem Morgengrauen, über die Berge. Das ist gefahrlich, sagte Johannes. Alles ist gefahrlich, erwiderte der Alte, aber Stillstand ist tödlich. Alina trat hinzu, und du. Johannes spürte, wie alle Blicke auf ihm lagen. Ich, begann und verstummte. Sag es, sagte Alina leise. Ich kann euch nicht retten, sagte Johannes. Nicht offen, nicht mit Waffen. Der Alte nickte, das wussten wir. Aber, fuhr Johannes fort, ich kann etwas anderes tun. Alina sah ihn an. Was? Johannes zog die Hautkarte hervor. Ein Murmeln ging durch den Raum. Diese Karte, sagte ist nicht einzigartig, aber sie ist, genau. Deutete auf die Kreuze. Wenn ein Ort falsch markiert ist, wird gesucht. Wenn nicht gefunden wird gefragt. Und Fragen, sagte der Alte, sind gefährlich. Johannes nickte, ja. Spat in der Nacht kehrte Johannes ins Lager zurück. Ging direkt zu seinem Zelt, holte das Messer. Die Hautkarte lag vor ihm, im Schein der letzten Glut. Seine Hand zitterte diesmal. Schnitt nicht nur ein Kreuz heraus. Veranderte Linien, verschob Wege, machte den Fjord zu einer Sackgasse, die es nicht gab, zu einem Ort, der auf keiner Route lag. Als fertig war die Karte kaum noch lesbar. Wusste, dass es wert war. Kein kleiner, kein vergessener. Wusste auch, dass es vielleicht nicht reichen würde. Doch es war alles, was hatte. Der Morgen kam grau, der Zug brach auf. Graf Ulrich ritt an Johannes vorbei, sah ihn kurz an. Ihr seht müde aus, Falkenried. Ja, Herr, der Graf nickte. Müdigkeit ist der Preis des Denkens. Mehr sagte nicht. Johannes ritt voraus. Als sie den Grat erreichten, blickte ein letztes Mal zurück. Das Dorf lag still da. Keine Fahnen, kein Rausch, nur das Meer. Johannes wusste nicht, wer gehen würde, wer bleiben, wer überleben. Wusste nur eines. Zum ersten Mal war die Karte nicht mehr mächtiger als die Menschen. Doch tief in ihm nagte die Gewissheit, dass Karten neu gezeichnet werden können. Und dass eines Tages jemand kommen würde, der Fragen stellte. Der Weg ins Landesinnere dauerte 3 Tage. 3 Tage ohne Zwischenfälle. Keine Angriffe, keine verlorenen Männer. Für das Heer war es ein erfolgreicher Marsch. Für Johannes Falkenried war es eine langsame Zersetzung. Ritt wie gewohnt an der Spitze, doch spürte es nun deutlicher als zuvor. Blicke, nicht feindselig, nicht offen, fragend. Die Hautkarte trug nicht mehr bei sich, sie lag eingerollt in einer versiegelten Kiste im Tross, dort, wo Schreiber und Boten arbeiteten. Johannes hatte darauf bestanden, sei selbst zu übergeben. Niemand hatte widersprochen. Das machte es schlimmer. Am 4. Tag erreichten sie die Garnison von Eichenwacht. Steinerne Mauern, ein Turm, eine Kapelle, ein Ort, an dem man Dinge ordnete und Menschen. Kaum waren sie abgestiegen, wurde Johannes gerufen. Nicht vom Grafen, vom Kanzleischreiber. Ein Mann mittleren Alters, mit sauberen Händen und wachen Augen. Sein Name war Lorenz Malberg, Herr Falkenried, sagte höflich. Ich habe Fragen. Johannes nickte, das ist euer Recht. Malberg lächelte dann, das ist es. Sie saßen an einem Tisch, zwischen ihnen lag die Karte, oder das, was von ihr übrig war.
Malburg strich mit dem Finger über die Linien. Diese Region, sagte ist schwer zu lesen. Das Gelände ist schwierig, antwortete Johannes. War, korrigierte Malburg, nach früheren Aufzeichnungen. Johannes schwieg, ein Fjord, fuhr Malburg fort, taucht higher auf und verschwindet dort. Wege enden im Nichts. Alte Karten sind ungenau, sagte Johannes ruhig. Malburg sah ihn an. Diese Karte war es nicht. Ein Moment Verging, wer hat die Änderungen vorgenommen? Fragte Malburg. Johannes' Herz schlug langsamer, nicht schneller. Ich, allein, ja, auf wessen Befehl? Johannes hob den Blick. Auf keinen. Malburg lehnte sich zurück. Das ist ungewöhnlich. Später sprach Johannes mit Dietmar. Sie wissen es, sagte Johannes. Dietmar nickte. Natürlich. Warum halten Sie mich nicht auf? Dietmar sah ihn lange an, weil Sie erst verstehen wollen. Warum? Johannes lachte leise, und wenn Sie es verstehen, dann, sagte Dietmar ruhig, werden Sie entscheiden, ob es Wert war oder Notwendigkeit. In den folgenden Tagen wurde Johannes nicht festgesetzt. Wurde beobachtet. Männer begleiteten ihn, unauffällig, immer andere. Seine Wege waren bekannt, bevor sie ging. Bemerkte, dass der Graf seltener mit ihm sprach. Und wenn doch, dann nur über Belangloses. Das Schweigen war gezielt. Eine Woche später kam der Bote. Brachte keine Nachricht, nur ein Siegel. Der Graf ließ Johannes rufen. Im Turmzimmer war es kalt. Graf Ulrich stand am Fenster, die Hände auf dem Rücken. Habt mir nie gesagt, begann ohne sich umzudrehen, dass ihr Karten verandert. Johannes antwortete ruhig, habt nie gefragt. Der Graf wandte sich Sein Blick war nicht zornig, war müde. Man sagt, fuhr fort, ein Dorf sei verschwunden, nicht verbrannt, nicht geplündert, einfach, nicht mehr greifbar. Johannes nickte. Das ist möglich. Man sagt auch, sagte der Graf, dass es Menschen gegeben habe, Zeugen, Spuren. Johannes schwieg. Wenn jemand danach fragt, fuhr der Graf fort, werdet ihr sagen, dass ihr nichts wisst. Und wenn man mich zwingt, der Graf sah ihn an, dann werde ich sagen, dass ihr mir treu gedient habt. Johannes spürte den Preis dieses Satzes. Das ist kein Schutz, sagte leise. Nein, erwiderte der Graf. Es ist Aufschub. In der Nacht konnte Johannes nicht schlafen. Dachte an Alina, an den Fjord, an Menschen, die vielleicht gingen oder vielleicht blieben. Am Morgen hörte Stimmen auf dem Hof. 2 Priester waren angekommen, nicht für Messe, für Befragung. Lorenz Malburg war weiter da. Es gibt Berichte, sagte die sich nicht decken. Das tun Berichte selten, antwortete Johannes. Ein Fischer, fuhr Malburg fort, spricht von Lichtern in der Nacht, von Buten. Johannes hob die Augenbraue, geruchte. Ein Händler, sagte Malburg, nennt einen Namen. Johannes' Atem stockte. Welchen? Malburg sah Eichen an. Alina. Johannes sagte nichts. Ihr kennt dessen Namen, stellte Malburg fest. Ich kenne viele Namen. Malburg schloss die Mappe. Dann kennt ihr auch den Unterschied zwischen einem Geruch und einer Spur. Am selben Abend kam Dietmar zu Johannes. Du wirst versetzt, sagte Wohin? Nach Süden. Ins Reichsinnere. Kartierung von Klostern. Sichere Arbeit. Johannes verstand. Man sieht mich aus der Nähe. Dietmar nickte. Solange sie nicht wissen, ob du Schuld tragst oder wird.
Johannes sah Eichen an, und du, Dietmar la Kälte traurig, ich bleibe bei den Fragen. Als Johannes am nächsten Morgen aufbrach, war der Himmel klar, ritt allein, keine Eskorte, kein Errengeleit. Hinter Eichem lag das Meer, vor Eichem das Land. Wusste, dass die Karte nicht vergessen war, dass jemand sie no zeichnen würde, vielleicht schon hatte, und wusste, wer einmal eine Grenze verschoben hat, wird selbst zur Grenze. Irgendwo weit im Norden lebte vielleicht noch ein Dorf, oder nur die Erinnerung daran, und irgendwo, nachher als Johannes lieb war, begann eine neue Karte mit einer Frage. Johannes Falkenried ritt seit 3 Tagen nach Süden. Der Weg führte durch bekannte Landschaften, Felder, Kloster, Solstationen, Orte, an denen Ordnung herrschte und jede Ordnung ihre Fragen stellte. Ritt allein, doch nie unbeobachtet, das wusste er. Er spürte es an den Blicken der Wächter, an den Fragen, die nicht gestellt wurden, an den Pausen, die so lang dauerten. In der 3. Nacht erreichte er das Kloster St. Anselm, ein Ort der Stil, der perfekte Ort für ein Gespräch, das nicht vermerkt werden sollte. Der Abt empfing Eichen schweigend. Man sagt, begann der Alte schließlich, tragt Unruhe mit euch. Johannes nickte, Unruhe findet ihren Weg. Ihr sollt hier verweilen, sagte der Abt, nicht aus Gastfreundschaft, sondern aus Vorsicht. Johannes verstand, wie lange. Der Abt lächelte schwach, bis jemand entscheidet, was seid. Am nächsten Morgen kam Lorenz Malburg, wirkte müde. Seine Augen hatten den Glanz eines Mannes verloren, der Antworten suchte und zuweilen fand. Sie haben das Dorf nicht gefunden, sagte Malburg ohne Begrüßung. Johannes antwortete ruhig, das überrascht mich nicht. Sie haben Spuren gefunden, fuhr Malburg fort, baute Fußabdrücke, aber nichts, was bleibt. Johannes schwieg, doch ein Name bleibt, sagte Malburg, Alina. Johannes hob den Blick, ein Name ist kein Ort, aber ein Schlüssel, erwiderte Malburg. Später für Johannes, was Malburg verschwieg. Alina wurde gesucht, nicht als Verbrecherin, nicht als Zeugin, als Anomalie. Ein Name, der in Berichten auftauchte, ohne je offiziell genannt worden zu sein. Ein Echo. In der Nacht konnte Johannes nicht schlafen. Er saß im Skriptorium, zwischen Karten und Pergamenten. Vor Eichem lag ein leeres Blatt, daneben Tinte. Er wusste, was tun konnte und was es kosten würde. Am nächsten Tag schrieb Johannes einen Bericht, keinen langen, keinen detaillierten. Er schrieb von einem Dorf, das falsch eingeschätzt hatte, von einem Fjord, der nie existiert hatte, von einer Informantin, deren Aussagen irreführend gewesen seien. Er nannte einen Namen, nicht Alina, er nannte seinen eigenen. Der Bericht wurde weitergeleitet. Noch am selben Abend wurde Johannes erneut gerufen. Graf Ulrich war anwesend, Lorenz Malburg ebenfalls. Ihr habt euch selbst belastet, sagte der Graf ruhig. Ja, antwortete Johannes. Warum? Johannes hob den Blick. Weil eine falsche Karte gefährlicher ist als ein falscher Mann. Malburg runzelte die Stirn. Wisst, was das bedeutet. Ja, die Entscheidung fiel schneller, als Johannes erwartet hatte. Wurde nicht verurteilt, nicht freigesprochen. Wurde aus der Ordnung entfernt. Kein Amt, kein Auftrag, kein Rang. Ein Mann ohne Funktion ist kein Verräter. Ist ein Schweigen. Am Morgen verließ Johannes das Kloster, ohne Siegel, ohne Begleitschutz. Wusste nicht, ob Alina noch lebte.
ob sie geflohen war, ob das Dorf überdauert hatte. Doch wusste eines, der Name Alina würde nun seltener genannt werden, und manchmal ist Vergessen der einzige Schutz, den Macht nicht durchdringen kann. Als Johannes den Wald erreichte, hielt an. Er blickte zurück, nicht auf das Kloster, sondern auf das Land. Karten würden neu gezeichnet werden, Fragen würden wiederkehren. Aber heute, für diesen Moment, war ein Name sicher, und ein Mann war verschwunden. Niemand hielt Johannes Falkenried auf, als das Kloster hinter sich ließ. Das war das Beunruhigendste, keine Wachen, keine Fragen, keine letzte Mahnung. Ging zu Fuß, das Pferd hatte zurückgelassen. Ein Mann ohne Rang braucht kein Tier, das Eichen kennt. Der Wald nahm ihn auf, als hatte nie etwas anderes getan. In der ersten Nacht schlief schlecht, nicht aus Angst, sondern aus Gewohnheit. Sein Körper wartete auf Befehle, die nicht mehr kamen. Sein Geist lauschte auf Schritte, die nie folgten. Am Morgen war nur noch ein Reisender. Die Dörfer im Süden waren anders, reicher, dichter, weniger vorsichtig. Johannes hielt sich nicht lange auf, arbeitete, wo man ihn ließ, half beim Vermessen von Feldern, zeichnete Grenzstein nach, kopierte alte Urkunden für einen Pfennig und ein Stück Brot. Niemand fragte nach seiner Vergangenheit. Das war der Preis und der Lohn. Eines Abends, in einem Wirtshaus nahe der Salzstraße, hörte Johannes seinen Namen. Nicht ausgesprochen, nur angedeutet. Der Kartenschreiber, sagte jemand. Der verschwand. Johannes senkte den Blick. Geschichten lebten weiter, auch ohne Körper. Wochen vergingen. Johannes lernte, still zu sein. Nicht unsichtbar, aber belanglos. Merkte, wie schnell ein Mensch aus der Ordnung fällt, wenn niemand ihn benennt. Doch Ordnung hat Gedächtnis. Im Spätherbst traf einen Monk. Der Mann war jung, trug aber die Müdigkeit eines Alten. Erkannte Johannes nicht, aber erkannte die Art, wie Johannes Pergament hielt. Ihr habt geschrieben, sagte der Monk. Johannes nickte, früher. Man sucht jemanden, sagte der Monk leise, nicht nach Namen, nach Handschrift. Johannes spürte ein Ziehen in der Brust. Warum? Weil eine Karte nicht vergessen wird, antwortete der Monk. Sie wird nur neu interpretiert. In dieser Nacht träumte Johannes vom Fjord. Sah Boote. Keine Soldaten. Menschen, die gingen. Menschen, die blieben. Sah Alina nicht. Das war schlimmer als jede Gewissheit. Am nächsten Morgen fand eine Spur, ein eingeritztes Zeichen an einem Wegkreuz, unscheinbar, alt, das Symbol des Dorfes am Fjord. Johannes kniete nieder, jemand lebte. Folgte der Spur über Tage, nicht offen, nicht eindeutig. Zeichen auf Steinen, Körben an Baumen, Hinweise, die nur jemand sah, der wusste, wonach suchte. Es führte ihn nicht zurück zum Meer. Es führte ihn in die Berge. Dort, in einer abgelegenen Siedlung aus 5 Häusern, fand sie, nicht Alina, aber einen Jungen. Woher hast du das Zeichen? Fragte Johannes. Der Junge sah ihn misstrauisch an. Von meiner Mutter. Und wo ist sie? Der Junge deutete auf ein Haus. Drinnen saß Alina, alter, dünner, aber lebendig. Sie sahen einander lange an. Dann sagte sie, du hast deinen Namen gegeben. Johannes nickte, ja. Deshalb hat man aufgehört, meinen zu suchen. Oh ja. Alina lächelte schwach. Dann hat es funktioniert. Sie sprachen nicht viel. Manches war zu schwer. Anderes zu spät. Sie werden wiederkommen, sagte Johannes schließlich.
Alina nickte. Ich weiß. Nicht heute, nicht morgen, aber eines Tages. In der Nacht saßen sie am Feuer. Alina erzählte von denjenigen, die gegangen waren, von denen, die geblieben waren, von neuen Namen, neuen Wegen. Wir sind kein Dorf mehr, sagte sie, wir sind eine Bewegung. Johannes hörte zu. Zum ersten Mal seit langem. Am Morgen ging nicht, weil musste, sondern weil verstand. Konnte nicht bleiben. War ein Fixpunkt, und Fixpunkte sehen Linien nach sich. Was wirst du tun? Fragte Alina. Johannes sah in die Berge, weitergehen und schreiben. Schüttelte den Kopf. Nicht mehr. Als Johannes den Pfad hinabstieg, wusste würde nicht in Chroniken stehen, nicht in Leidern, nicht in Karten, aber irgendwo, fernab der Ordnung, lebten Menschen, die noch da waren, weil jemand den Mut gehabt hatte, falsch zu sehen, und vielleicht war das genug. Der Winter kam früh in diesem Jahr. Schnee legte sich über die Berge wie ein Tuch, das Spuren tilgen sollte. Johannes Falkenried ging allein, nicht verfolgt, aber auch nicht frei. Denn Freiheit, das wusste er nun, war nur ein anderes Wort für Ungeschütztheit. Er hatte Alina hinter sich gelassen, nicht aus Feigheit, sondern aus Einsicht. Wo er blieb, folgte Ordnung. Und Ordnung brachte Fragen. In den Tälern darunter hörte man neue Gerüchte. Nicht von Dörfern, nicht von Menschen. Von Fehlern. Man sprach von falschen Karten, von Abweichungen in alten Aufzeichnungen. Von einer Region im Norden, die sich nicht einordnen ließ. Und wo etwas nicht einordnbar ist, beginnt Macht unruhig zu werden. In der Stadt Regensburg trat der Rat der Schreiber zusammen. Johannes war nicht dort, aber seine Handschrift war es. Lorenz Malburg saß am Tisch. Vor ihm lagen mehrere Karten. Neue, saubere, korrekte und doch widersprüchlich. Dieser Fjord, sagte ein Schreiber, taucht in keiner Abgabe auf. Und dennoch, erwiderte Malburg, gibt es Hinweise auf Durchgang, auf Handel. Dann war dort ein Ort, sagte ein Dritter. Oder ein Irrtum, entgegnete Malburg. Er wusste, dass beides gefährlich war. Zur gleichen Zeit arbeitete Johannes in einem Steinbruch. Er trug grobe Kleidung. Seine Hände waren rissig. Niemand fragte, woher er kam. Niemand wollte es wissen. Doch eines Abends kam ein Mann zu ihm. Ein Fremder. Sauber. Zu sauber. »Ihr habt Karten gezeichnet«, sagte der Mann ohne Umschweife. Johannes hob den Blick. »Viele haben das.« »Nicht so wie ihr.« Johannes schwieg. »Man sucht keinen Namen«, fuhr der Mann fort, »man sucht eine Methode.« Johannes spürte, wie sich etwas in ihm zusammenzog. In dieser Nacht verließ er den Steinbruch. Er wusste, dass Weglaufen nichts mehr änderte. Die Frage hatte ihn eingeholt. Nicht offen, aber unausweichlich. Er ging nach Osten, zu einem Ort, den er selbst einst gezeichnet hatte. Im Archiv von Passau brannte Licht. Johannes trat ein wie ein Schatten. Die Wachen schliefen. Die Ordnung ruhte, aber sie vergaß nicht. Er fand, was er suchte. Eine Abschrift seiner alten Karte. Nicht verändert, nicht beschädigt, bewahrt. Johannes betrachtete sie lange. Dann nahm er die Kerze. Er zögerte nicht. Am Morgen fand man Asche. Kein Feuer. Keinen Täter. Nur eine Lücke im Bestand. Die Reaktion kam schnell, nicht laut, nicht öffentlich. Man schickte keine Soldaten, man schickte Schreiber. Berichte wurden angepasst, Routen neu benannt. Der Fjord erhielt einen anderen Namen, weiter westlich. Das Dorf wurde einer anderen Abgabe zugeschlagen. Nicht gelöscht, umgelegt.
Geschichte war flexibel, solange sie passte. Johannes erfuhr davon durch einen Händler. »Man hat es geklärt«, sagte der Mann beiläufig. »Alles ein Missverständnis.« Johannes nickte. Er wusste, wenn etwas erklärt wird, stirbt es nicht. Es wird kontrolliert. In den Bergen traf Johannes einen alten Mann. Ein Einsiedler, blind auf einem Auge. Klug genug, keine Fragen zu stellen. »Du trägst etwas Unfertiges«, sagte der Alte. Johannes setzte sich. »Geschichte«. Der Alte lachte trocken. »Die ist nie fertig, nur abgeschlossen.« In dieser Nacht schrieb Johannes wieder. Nicht Karten, keine Berichte. Er schrieb Namen. Nicht geordnet, nicht erklärt, nur festgehalten. Er wusste, dass dies gefährlich war. Vielleicht nutzlos. Aber Erinnerung, so hatte er gelernt, brauchte keinen Ort, nur einen Träger. Am nächsten Morgen hörte er Reiter. Nicht viele, nicht hastig, gezielt. Johannes verbrannte die Seiten, eine nach der anderen, merkte sich jedes Wort. Als die Männer eintrafen, stand er ruhig da. »Ihr seid Johannes Falkenried«, sagte der Anführer. Johannes nickte. »Man bittet euch zurückzukehren.« Johannes lächelte schwach. »Man bittet nie.« Sie ritten gemeinsam ins Tal. Johannes wusste, dass dies kein Ende war, aber auch kein Sieg der Ordnung. Denn irgendwo, jenseits der Karten, lebten Menschen weiter, bewegten sich, änderten Namen. Und solange das geschah, konnte Geschichte nie ganz geschlossen werden. Als die Sonne unterging, dachte Johannes an Alina, an das Dorf, das kein Dorf mehr war. Und er wusste, die Macht konnte Karten neu zeichnen, aber sie konnte nicht verhindern, dass Menschen sich bewegten. Und vielleicht, eines Tages, würde genau das wieder alles verändern. Man band Johannes Falkenried nicht. Gerade das machte alles eindeutig. Er wurde in ein abgelegenes Kloster geführt, tief in einem Tal verborgen, einst genutzt als Archiv der Reichsverwaltung. Keine Banner, keine Wachrufe, nur Stein, Holz und absichtliche Stille. Stille war hier kein Mangel, sie war ein Werkzeug. Johannes wurde in einen niedrigen Saal gebracht, kein Richterstuhl, keine Anklagebank. Nur ein langer Tisch und 4 Personen. Graf Ulrich von Hohenfels, Lorenz Malburg, Kanzleischreiber, ein namenloser Geistlicher und eine Frau in schwarzer Kleidung, das Zeichen des Reichsarchivs. Niemand forderte Johannes auf zu knien, niemand nannte ein Verbrechen. Graf Ulrich begann. »Ihr wisst, warum ihr hier seid.« Johannes nickte. »Ja.« »Dann wisst ihr auch«, fuhr der Graf fort, »dass dies kein Prozess ist.« »Ich weiß.« Lorenz Malburg legte eine Mappe auf den Tisch. Er öffnete sie nicht. »Wir verfügen«, sagte er ruhig, »über 3 Versionen derselben Region.« Johannes schwieg. »Eine davon«, fuhr Malburg fort, »trägt eure Handschrift.« Johannes hob den Blick. Nicht mehr. Die Frau in Schwarz sprach zum ersten Mal. Handschrift verschwindet nicht. Sie wechselt nur den Träger. Der Geistliche faltete die Hände. »Wir suchen keine Schuld«, sagte er. »Wir suchen einen Abschluss.« Johannes atmete langsam aus. Abschluss ist das Wort der Sieger. Graf Ulrich antwortete kühl. Nein, Abschluss ist das Wort der Ordnung. Lorenz Malburg beugte sich vor. »Ihr habt 3 Dinge getan«, sagte er. »Ihr habt eine Karte verändert, ihr habt einen Namen geschützt und ihr habt die Ordnung gezwungen, sich selbst zu erklären.« Johannes sagte nichts. »Das Letzte«, fügte Malburg hinzu, »wird niemals verziehen.«
Die Frau in Schwarz legte ein Pergament auf den Tisch. Kein Urteil, kein Haftbefehl, ein Angebot. »Ihr könnt zurückkehren«, sagte sie. Johannes runzelte die Stirn. »Wohin?« »In die Ordnung«, antwortete sie. »Nicht als Kartograf, nicht als Schreiber.« »Als was?« »Als Korrektur.« Graf Ulrich sprach nun offen. Johannes würde leben. Er würde einen Namen behalten. Er würde erwähnt werden. Aber ausschließlich als Fehler, der später behoben wurde. Ein offizieller Bericht würde festhalten, dass Johannes Falkenried falsche Schlüsse gezogen, Verwirrung gestiftet und anschließend in die Ordnung zurückgeführt worden sei. Der Name alleine würde vollständig verschwinden. Das Dorf wurde administrativ verlegt. Alle offenen Fragen erhielten eine Antwort. Die Geschichte war weiter geschlossen. Und wenn ich ablehne, fragte Johannes. Der Geistliche antwortete, dann werdet ihr nicht verurteilt, sondern dann werdet ihr nicht mehr vermerkt. Johannes verstand, kein Tod, kein Gefängnis, nur vollständiges ausgelöscht werden aus allen Aufzeichnungen. Ein Mensch, der nicht genannt wird, kann kein Symbol werden, kein Problem, keine Erinnerung. Graf Ulrich sah ihn ernst an. Es ist das Gütigste, was wir tun können. Johannes sah wir nacheinander an. Habt Angst, sagte leis. Niemand widersprach. Johannes erhob sich. Wenn ich Teil eurer Korrektur werde, sagte dann wird man mich zitieren, wenn man erklären will, warum Karten lügen. Ja, bestätigte Mahlburg, und wenn ich verschwinde, fuhr Johannes fort, bleibt eine Lücke, eine kontrollierte, sagte die Frau in Schwarz. Johannes schüttelte den Kopf. Nein, Lücken wandern. Nahm das Pergament und legte es unberührt zurück. Ich lehne ab. Graf Ulrich schloss kurz die Augen. Der Geistliche bekreuzigte sich. Niemand schrie, niemand drohte. Die Frau in Schwarz erhob sich. Dann wird man euch nicht suchen. Johannes nickte, das genügt. Man ließ euch gehen. Nicht durch das Haupttor, durch einen schmalen Pfad hinter dem Kloster. Kein Sauge, kein Eintrag. Als Johannes den Wald erreichte, atmete tief ein. Zum ersten Mal seit Jahren fühlte sich die Luft nicht wie Besitz an. Wusste, was nun folgen würde. Kein Dokument würde seinen Weg beschreiben. Kein Schüler würde seinen Namen lernen. Kein Chronist würde ihn erklären. Doch irgendwo, fern der Ordnung, lebten Menschen weiter, beweglich, namenlos, unkartiert. Und solange sie sich bewegten, konnte Geschichte niemals vollständig geschlossen werden. Vor Johannes teilte sich der Weg. Blieb stehen. Dann ging nach links. Nicht, weil dieser Weg wohin führte, sondern weil niemand ihn je eingezeichnet hatte. Niemand weiß, wohin Johannes Falkenried ging. Das ist kein Versäumnis der Chroniken. Es ist ihre Absicht. Nach jenem Tag hinter dem Kloster taucht sein Name in keinem Register mehr auf. Keine Abgebenliste nennt ihn. Kein Wege soll vermerkt seinen Durchgang. Kein Monk schreibt ihn an den Rand eines Buches. Johannes Falkenried wurde nicht ausgelöscht. Wurde nicht weitergeführt. Manchmal beginnt Geschichte genau dort. Jahre später erzählte man sich im Norden eine Begebenheit. Nicht laut, nicht öffentlich. Ein Gerücht, das sich wie Nebel bewegte. Man sprach von Dörfern, die nicht verschwanden, obwohl sie hatten verschwinden sollen. Von Menschen, die sich rechtzeitig verlagerten. Von Wegen, die auf keiner Karte standen,
aber dennoch begangen wurden. Wenn man fragte, woher dieses Wissen kam, zuckten die Alten mit den Schultern. Es gab jemanden, sagten sie, einen, der wusste, wann man gehen musste. Keinen Namen nannten sie. Im Süden, in den Archiven, ordnete man unterdessen die Welt neu. Karten wurden vereinheitlicht, Routen korrigiert, Unstimmigkeiten bereinigt. Lorenz Malburg war alt geworden. Seine Hände zitterten, wenn Pergament berührte. Manchmal hielt inne, blickte auf eine Stelle und ließ sie unverändert. Niemand bemerkte es, oder man tat so. Graf Ulrich von Hohenfels starb im Frieden. In seiner letzten Verfügung stand nichts von Fjorden, nichts von Karten, nur ein Satz, unscheinbar. Nicht alles, was fehlt, ist verloren. Die Schreiber strichen Eichen, und Johannes, lebte, nicht als Zeuge, nicht als Lehrer, als Bewegung. Ging von Ort zu Ort nie lange, arbeitete, wo Hände gebraucht wurden, horte zu, merkte sich Zeichen, hinterließ keine Spuren, nur Hinweise. Manchmal zeichnete Linien in den Staub und wischte sie weiter aus. Manchmal nannte einen Namen und ließ Eichen danach fallen. Wusste, dass Erinnerung nicht im Festhalten besteht, sondern im Weitergeben ohne Besitz. Einmal, Weile Winter später, traf Johannes einen Jungen am Rand eines Marktes. Der Junge trug ein kleines Holzeichen bei sich, abgenutzt, fast unkenntlich. »Woher hast du das?« fragte Johannes. »Von meiner Mutter«, sagte der Junge. Sie sagte, »Ich soll es behalten, bis ich weiß, wann ich es weitergeben muss.« Johannes nickte. »Und weißt du es?« Der Junge schüttelte den Kopf. »Gut«, sagte Johannes. »Dann tragst du es richtig.« Niemand schrieb darüber, doch irgendwo, fern der Macht, lernten Menschen, sich nicht festzuschreiben. Sie wurden beweglich, tauschten Orte gegen Seiten, Besitz gegen Erinnerung, nicht aus Rebellion, aus Erfahrung. In einem Kloster, dessen Namen heute niemand mehr kennt, fand man Jahrzehnte später ein loses Blatt. Keine Karte, keinen Bericht, nur eine Liste von Namen ohne Ordnung, ohne Erklärung. Der Abt ließ das Blatt verbrennen. Doch ein Novize hatte es gelesen. Merkte sich 3 Namen, einen davon vergaß nie. Geschichte ist geduldig. Sie wartet nicht auf Wahrheit. Sie wartet auf Stabilität. Doch manchmal reicht ein Mensch, der sich nicht einordnen lässt, eine kleine Unruhe zu hinterlassen. Eine, die weiter wandert. Wenn man heute durch die Berge geht, findet man Wege, die nicht eingezeichnet sind. Sie führen nirgendwo hin, und genau deshalb funktionieren sie. Die Alten sagen, man solle ihnen folgen. Wenn Karten plötzlich zu eindeutig werden, und falls jemand fragt, wer diese Wege zuerst kannte, dann antworten sie, niemand Besonderes. Nur jemand, der verstanden hat, dass das Wichtigste oft das ist, was nicht geschrieben wurde.